Ich nehme hier teil mit einer Rallye 200 Elektronik von Baujahr 74 und die ist im mehr oder weniger Originallack und Originalzustand, weder am Vergaser noch am Zylinder was gemacht und auch nicht am Fahrwerk. Ich denke mal, dass ein Standardmotor ist, wird der Roller 12 PS haben, wenn ich Glück habe. Wir sind jetzt das 3. Jahr dabei und ist mal eine besondere Art, seinen Roller zu bewegen. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe mir einen neuen Lederkombi gekauft. Der macht mich ein bisschen schlank und da bin ich auch schneller mit. Wir sind das Scootercenter-Team. Eine Rallye 200. Ich bin die letzten 2 Jahre original gefahren, der Fuß ist so 110, aber das hat halt genervt, wenn du in den Kurven an den Leuten vorbeigehst und auf den Geraden ziehen sie wieder an dir vorbei. Deswegen habe ich jetzt einen Malossi drauf gemacht, nur gesteckt, also ganz wenig gefräst, nur Malossi und Ende. Jetzt geht er so 120, das reicht dir jetzt. Also ich wollte früher immer eine MT8 haben in den 80er Jahren, 85. Und dann hat mein Vater gesagt, wenn du dir einen Roller holst, dann schränke ich dir das Geld vor für einen neuen Roller. Und den sollte ich dann monatlich abbezahlen. Und ja, so habe ich dann eine PK50 bekommen. Bin über die PK50 halt in eine Rollerklicke reingekommen. Mit der Rollerklicke sind wir dann auf die ersten Treffen gefahren. 88 nach Bonn, Remagen. Und ja, und über die Szene dann den Laden eröffnet. So war das. Also das Scootercenter wurde 1992 gegründet und seit 1994 mache ich es dann halt jetzt mit dem Ulf zusammen. Wir haben das jahrelang zu zweit gemacht. Dann kam der erste Freund dazu, der zweite Freund dazu und ja, jetzt sind wir inzwischen 22 Leute. Wir haben mal Reparaturen gemacht, aber wenn einer eine Tachowelle eingebaut haben will und kommt nach 4 Wochen und sagt, meine Tachowelle ist kaputt, dann musst du da eigentlich Geld für nehmen, die neu zu machen. Und wir haben es dann umsonst gemacht und wir haben bei der Werkstatt nur draufgelegt. Also wir schrauben an unseren eigenen Kisten, wir haben eine Werkstatt, schrauben an unseren eigenen Kisten, aber nichts mehr für Kunden. Also mein Name ist Maier Christoph, kurz genannt Stoffi, komme aus Österreich, bin mittlerweile knapp 38. Ja, und Rollerrennfahrer mit Herz. Wir sind mit unserem kompletten Team angereist. Unser Team gibt es seit 1993. War früher Lambretta, dann Automatik, jetzt wieder Vespa. Also das wechselt mit der Zeit, je nachdem, was für Rennserie das gibt. Ja, es sind die Rollerrennen natürlich ernst, aber ganz so ernst kann man das Ganze nicht nehmen. Ich meine, sonst würde man auch keine Rollerrennen fahren. Das Ganze ist ja ein gewisser Widerspruch in sich selbst, mit dem Rollerrennen zu fahren. Dadurch, wir nehmen das ernst, aber nicht 100%. Stoffis Garage, mein Laden, gibt es mittlerweile seit 1993. Ist entstanden aus dem Hobby raus, habe alleine angefangen. Mittlerweile sind wir 15 Leute, sind auch Piaggio Center, machen Rollerrennen, machen Custom-Roller, machen Oldtimer. Alles, was irgendwie mit Roller zu tun hat. I've been involved in scooters since my first one in 1984, and basically ridden ever since. Never stopped. I involved through being a mod at school, but by the time I'd actually got a scooter, the scooter scene was coming up and scooter boys were the thing, and I was always too dirty to be a mod. Started scooter racing in about 1989. But this was doing Scootercross, which was quite big particularly in the south of England. When everyone else was doing road racing, a whole Scootercross scene started up with, I don't know, maybe about 50 competitors. So bigger than scooter road racing now. And basically worked my way through 5 or 6 years, and I think in 1995 I was champion. So to use a small scooter, it still seems like you're flat out for a long time on such a big track, but there's still so much fun to be had.
It's less skillful than a small track. You need loads more skill for stopping and starting and hairpins. Stuff like this is just bollocks and bravado, really. A genuine 90 SS, which is it's a bit of a sin to be racing it, really, but it's always been a race frame. I've got it off Norrie Kerr, and it was one of their old ones. I bought it in the mid-90s when I changed from doing scootercross to go into road racing. And Norrie sold it me cheap. I've knocked it together. It's battered, it's bruised, it's been twisted. There's all things are all fucked on it. If it was restored, it'd be worth about £6,000. In the state it's in now, I don't know, but it's always been a race bike, so that's where it's going to stay. I'm not going to try and restore it. Yeah, my name's Harry Barlow from England. The scooter racing is cheap over here on a fantastic track with great camaraderie from all the racers, and a lot of us know each other, so it's really good to come over and enjoy the racing with everybody else. This is a fun thing, totally fun, because to try and win the race, it's too difficult. You've got to be a very, very good rider and have a machine that is borderline reliable for the horsepower, so this is only a fun thing. I was interested in scooters in 1981 when I had a shop, and people came to me to have exhaust made for the scooters because I was making exhaust for bikes, and that's how I got into scooters. Started with motorcycles. I still do a lot of tuning for motorcycles, Yamahas, and my bikes are very successful in America, racing at Daytona, RD 400 Yamahas, but my real passion is the scooter racing because it's so cheap and fun, and the bike racing is far more serious and more technical and a lot more expensive.